In einer Welt, in der instabile Währungen und wankende Wirtschaftssysteme zum Alltag gehören, stellte sich Michael Saylor die Frage, wie kann man in unsicheren Zeiten Werte schaffen und auch erhalten. Hör dir daher das genau an, denn das kommt auf uns zu, das musst du wissen. When the currency unwinds and the assets unwind, the supply chains break. When the supply chains break, specialization of labor breaks down, the entire economy breaks down. Michael Saylor sagt es konkret, wenn die Währung instabil wird und Vermögenswerte ihren Wert verlieren, geraten auch die Lieferketten ins Wanken. Fällt das System der Lieferketten dann auch noch aus, bricht die Arbeitsteilung zusammen und schlussendlich, laut Michael Saylor, kann die gesamte Wirtschaft dann nicht mehr funktionieren und das sehen wir aktuell in verschiedenen Ländern auf der Welt. Letztendlich könnte es dazu kommen, dass jeder dann dazu gezwungen ist, sein eigenes Essen anzubauen, laut Michael Saylor, wenn es dazu kommen sollte. Aber eigentlich wollen wir das alle gar nicht. Wir streben nach Wohlstand, ohne selbst im Garten arbeiten zu müssen. Denn wenn jeder für seine eigene Nahrung sorgen müsste, würde die Produktivität extrem sinken. Und der Wohlstand natürlich ebenfalls. Eventually everyone has to grow their own food, right? You want abundance. You don't actually grow your own food in your backyard, right? Productivity drops by a factor of 100 to 1,000 if you can't solve this coincidence of one's problem. Und Michael Saylor ist ein Unternehmer und Geschäftsführer. Er ist Mitbegründer, ehemaliger CEO und Executive Chairman von MicroStrategy, einem Unternehmen, das Software- und Cloud-basierte Dienste anbietet. MicroStrategy ist der weltweit größte börsennotierte Unternehmenseigentümer von Bitcoin mit über 214.000 Bitcoin. Und laut Michael Saylor, um die Finanzprobleme zu lösen, ist es laut ihm wichtig, eine stabile Währung zu haben, die über Zeit und Raum hinweg funktioniert. So you need sound money and it needs to work across time and space. Denn die Währungen, die wir heute benutzen, können vielleicht in bestimmten Regionen gehandelt werden, aber es gibt Beschränkungen, wie zum Beispiel in Nigeria, wo es vermutlich illegal ist, irgendjemanden einem Dollar zu bezahlen. Und das liegt an den Währungs- und Kapitalkontrollen, die besonders dann greifen, wenn die Wirtschaft eines Landes kollabiert. In Ländern mit instabilen Währungen möchte niemand langfristig Verträge abschließen, weil das Geld in einem Jahr viel weniger wert sein könnte, als es heutzutage ist. Das macht es im Grunde genommen schwierig, Geschäfte über Zeit und über Ländergrenzen hinweg zu machen. Right now, by the way, it's probably illegal to actually pay someone in a dollar in Nigeria. Really? Yeah, like so. Just currency controls. Yeah, capital control. You see capital controls all over the world, especially when the currencies collapse, the capital controls go in place. So you can't trade money or you can't trade the currency across borders. And of course, you certainly can't trade the currency with your future self 10 years from now. And how do you even trade a currency? You know, in collapsing countries, you'll find nobody wants to sign a 3-year contract because the local currency is not going to be worth the same amount in 3 years. So Den Schlüssel, laut Michael Saylor, zu einer blühenden Wirtschaft ist also, das Problem mit der Währung zu lösen. the key to abundance is fixing the money problem. Und nicht nur das, sondern auch, dass die Menschen sich aus der finanziellen Abhängigkeit befreien, was im Grunde genommen mit Bitcoin und auch auf gewisse Art und Weise mit Krypto möglich ist. Und wenn du wissen willst, wie du dir finanzielle Freiheit mit Krypto aufbauen kannst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos und schau dir das an. Diese Möglichkeit wird es nicht mehr lange geben. Dann spricht Michael Saylor noch über den Prozess, wie er angefangen hat, in Bitcoin zu investieren, und das ist extrem interessant. Michael Saylor reflektierte über seine Entscheidung, in Bitcoin zu investieren. Und im Grunde genommen ging es darum, nach wochenlangem Überlegen und der Einsicht, dass sich die Weltwirtschaft verändert hatte, entschied er sich Ende März bis Mai persönlich Millionen Dollar in Bitcoin zu investieren. Das war vor einigen Jahren. Als CEO eines börsennotierten Unternehmens musste er jedoch die Zustimmung seines Führungsteams, der Aufsichtsräte sowie der Buchhalter und auch Anwälte einholen, damit er das machen konnte. How long did it take you from studying this idea to making the decision to buy 250 million worth of Bitcoin? I started thinking about it, I guess, late March, April. It took about 8 weeks before 4 to 8 weeks of constant thinking before I came to the conclusion it was a good idea. And it was probably, for me to make the decision, I had made the decision personally by late May. I bought $175 million of Bitcoin in late May of 2020. Personally? Personally, but that was just me negotiating with myself. And I guess I started probably late March, early April. So that's 6 weeks to get there. And then
we have a public company. So for a public company to do something, the officers have to buy in, the outside directors have to buy in, the accountants, the lawyers have to buy in. Im Grunde genommen, um Sie zu überzeugen, teilte er sorgfältig ausgewählte Informationsquellen über Bitcoin mit Ihnen und führte persönliche Gespräche, gefolgt von Gruppendiskussionen, um Sie letztlich von Bitcoin zu überzeugen über die Implikationen dieser Investition. Und natürlich auch aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Vorausschau, die er betrieben hat. What was the process of getting a public board to do this? Well, in that case, I actually pull the 3 most compelling videos on Bitcoin off of YouTube. You know, an Andreas Antonopoulos overview of Bitcoin, a debate by Eric Voorhees and Peter Schiff over Bitcoin versus fiat currency as money, probably some other background on Bitcoin. I put those 3 together. There's probably 3 hours of watching. I included some articles, some short articles, maybe by some of the Bitcoin OGs. I sent the package off to each board member. I said, I got some homework for you. It's probably going to take 3 to 5 hours for you to read through all this. Read through all of it, and then I want to meet with you. And then I set up one-on-ones with each one of them. And so I met with each one individually. I answered their questions. Then after that, we had a group meeting. Then after that, we broke into committees to study different aspects, the accounting, the disclosures, the whatever. And so it was a group process. And of course, the CFO and the general counsel at the time were also heavily involved. Die Entscheidung kam in einer Zeit, in der das Unternehmen finanziell stagnierte mit $500 Millionen in der Kasse, die aber keine Zinsen brachten und einem stark gefallenen Aktienkurs. Das heißt, der Druck der Aktionäre wuchs immer mehr und mehr, da eine vernünftige Rendite ausblieb. Und die Pandemie verschärfte die Situation noch, da sie das traditionelle Arbeitsumfeld auflöste und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen im Grunde genommen auch schwächte. Vor der Wahl zwischen dem Verkauf des Unternehmens und dem langsamen Niedergang entschied sich Saylor für ein Wagnis. Er investierte in Bitcoin, um einen neuen Wert zu schaffen und die Zukunft seines Unternehmens auch zu sichern. Und Michael Saylor und sein Unternehmen standen im Grunde genommen vor einer entscheidenden Wende, als sie beschlossen, ein finanzielles Wagnis einzugehen. Sie führten eine holländische Auktion durch, um eigene Aktien im Wert von $250 Millionen zurückzukaufen und investierten gleichzeitig diesen Betrag in Bitcoin. Und diese Strategie bot den skeptischen Aktionärinnen eine Ausstiegsmöglichkeit zu einem attraktiven Preis zu diesem Zeitpunkt und markierte gleichzeitig den Beginn eines ungewöhnlichen Investitionsabenteuers namens MicroStrategy. It was never a question of do it or don't do it. It was an observation that the world had come to a grinding halt. We had $500 million yielding 0% interest. We were our stock had hit $90 a share. The enterprise value of the company was about $60 a share. $60 a share, you know where the stock is right now. And we had been competing with Microsoft for about a decade. And for all of those of you who compete with Microsoft, you have an idea of what that's like. They have every company on earth as their customer, and they can bundle your product into their whatever. So it's not easy competing against Microsoft. We had experience. And we were under pressure from our shareholders. You know, it's like you have half of the market cap of the company is cash. You're earning 0% interest. You're not beating the cost of capital. The cost of capital is the S&P return. So anybody looks at it says, if you're not getting 8, 9, 10% on the capital, you should give it back to us so we can invest it. And so we'd reached a point where the company was looking at a fast death. We just sell the company and call it a day. Or a slow death. We keep the cash and the stock is dead money, and that means the stock options are dead money. And that was the time when it used to be employees worked for you because they liked the community and the schools and their home, and maybe they were loyal to you because they saw you every day in the office. But think about what happened in the second quarter of 2020 when nobody came to the office and they could change jobs and go work for Amazon, Facebook, Microsoft, or Google without moving. All you do is just repath your Zoom account. And so
all of a sudden you're staring at big tech, you know, the big tech companies more powerful than most countries and getting more powerful. And you've lost the human connection. They don't have to move to San Francisco. They can simply take a job. And nobody ever got hired by big tech for less money than they're making working for you. So from our point of view, you were on the precipice of a serious. It's like sell the company or just watch all your employees dwindle. You're going to get boiled off, and after the good employees leave, you know, the product will gradually deteriorate. You know, and you're competing against a digital monopoly that has more power than all but 4 countries on Earth. And so we either do that, or we take a risk. And so we were basically at a point where maybe we should take a risk. Und der anschließende Kauf von Bitcoin, eine Premiere für ein Unternehmen dieser Größe, ließ den Bitcoin-Wert zunächst fallen, was die Risikobereitschaft des Unternehmens unterstrich. Der Wert erholte sich bald und die Aktionäre, die dem Plan kritisch gegenüberstanden, verkauften ihre Anteile über dem Angebotspreis an MicroStrategy zurück. Of course, Bitcoin cooperated by immediately trading down. We bought it 11,800 and it traded down to 9,800 or something. So I was looking like a genius again. Buying the top. The Dutch auction ran, but the stock traded above the 140 price after a day or two. Everyone that didn't like the idea just traded out at above 140. We had $75 million tendered. We bought those shares at 140. We had $175 million left, and we bought Bitcoin with that. And so we had basically transformed ourselves into a company with Bitcoin as a treasury reserve asset through that capital markets activity. Und diese Transaktionen transformierte Saylors Unternehmen in eine Entität, die Bitcoin als zentralen Vermögenswert betrachtet. Und das war ein Schritt, der seine Vision einer finanziellen Innovation oder finanziell innovativen Zukunft untermauerte. Du hast es im Grunde genommen gehört, was Michael Saylor gesagt hat. Michael Saylor hat den Schritt ins Ungewisse gewagt. Sie wussten nicht, ob das gut war oder nicht. Sie sind gesprungen, sie sind das Risiko eingegangen und haben die Zukunft des Unternehmens mit Bitcoin geändert. Doch eines dürfen wir hierbei nicht vergessen. Er und sein Unternehmen verfügen über die finanziellen Mittel, in Bitcoin zu investieren, mehr Bitcoin zu kaufen, sie bekommen Kredite von Banken und so weiter. Doch für die normalen Menschen wird es immer schwieriger und schwieriger, einen Bitcoin zu kaufen. Daher müssen wir im Grunde genommen nach anderen Möglichkeiten suchen, um mehr Bitcoin erwerben zu können. Und das ist beispielsweise in andere Kryptowährungen zu investieren, die ein 10x, 20x, 50x, 100x oder mehr Potenzial haben und dann einen Teil dieses Geldes in Bitcoin zu investieren und dann mehr Bitcoin zu kaufen. Wenn dich das interessiert, in welche Kryptowährungen ich investiere und auch in Kryptovorverkäufen interessiert bist, die ein riesiges Potenzial haben, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos und schau dir das Video an. Ich wünsche dir einen schönen Tag.